Hallo und herzlich willkommen zurück zu Haskell. Dieses Mal machen wir weiter mit Datentypen. Man kann sich in Haskell nämlich auch seine eigenen Typen definieren. Also ihr kennt das vielleicht ja noch aus den Funktionen, solltet ihr zumindest noch kennen. Wenn wir hier eine Funktion, keine Ahnung, was hatten wir? F von x nach, also f nimmt erstmal zum Beispiel ein Integer und liefert uns wieder ein Integer zurück. Dann sind int. Ja, int ist dann halt einfach schon der Datentyp, den uns Haskell quasi gibt. Und jetzt wollen wir aber uns selbst irgendwelche Datentypen schreiben. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die möchte ich heute eben zeigen. So, also zunächst einmal haben wir hier, wie schön fett gedruckt es wird, Type. Type Person zum Beispiel. Und eine Person ist dann von mir aus ein Tupel. Ähm, Das ist dann halt ein Name, ein Vorname, ein Nachname und ein Alter zum Beispiel. Okay? So, dann haben wir jetzt, können wir uns sagen, du ist vom Typ Person und ja, du hat dann halt den Wert, okay, dann brauchen wir ein Tupel, dann brauchen wir hier drin einen Namen, also Vorname und wir brauchen hier drin als nächstes Ding einen Nachname und danach brauchen wir ein Alter, also 128. Nee, falsch, natürlich, 42. So, ähm, ja, und so konstruiere ich mir dann irgendwelche Sachen hier. Das Problem, was wir jetzt dabei haben, ist, wir können, wenn wir auf irgendeine Funktion, also wenn wir das auf irgendeine Funktion anwenden, irgendeine Funktion mit dem Typ Person benutzen, können wir hier einfach sagen, zum Beispiel, ähm, ja, das Problem ist halt, wir können random Strings hier reinpacken und random Zahlen, also wir können das quasi nicht überprüfen, was hier drin steht. Macht aber nichts, also wir wollen es trotzdem mal machen, und zwar hier einen, ähm, einen Konstruktor sozusagen schreiben. Das können wir hier nämlich auch nicht. Dazu brauchen wir eben diese zweite Art, wie wir das hier machen wollen. Also hier haben wir einfach nur ein Tupel uns quasi als Person definiert. So, wenn wir jetzt tatsächlich aber mal einen eigenen Datentyp schreiben, dann schreiben wir nicht Type, sondern wir schreiben, also ich lösche das hier gerade mal alles wieder, wir schreiben Data. Wie ihr sehen könnt, wird das auch schön markiert. Das ist halt auch was Besonderes jetzt. Person, also Data-Person. Ähm, und dann schreiben wir hier, keine Ahnung, zum Beispiel Mensch. Und dann brauchen wir hier ein String, noch ein String und ein Int. So, und jetzt haben wir uns quasi wirklich einen echten neuen Datentyp geschrieben. Also, ähm, ja, was Richtiges. Und jetzt können wir hier auch einen Konstruktor sozusagen angeben. Also wir können hier sagen, Mensch ist vom Typ, also Mensch ist eine Funktion vom Typ String, String, int, ups, ich habe die Pfeile vergessen, warum auch immer. So, und wir kriegen, da war es raus, naja, eine Person. Und dann können wir hier halt eben sagen, Mensch, ja, dann können wir hier eben den Konstruktor definieren. Also uns quasi sagen, was wir hier haben wollen. Und wenn wir jetzt hier drauf zugreifen wollen, dann sagen wir zum Beispiel sowas wie volljährig, volljährig, nein, so, ähm, ist eine Funktion vom Typ Person auf Boolean. So. Und dann sagen wir hier, okay, volljährig von ähm, Mensch. Also das ist jetzt quasi wie eine Liste. Wir schreiben hier alles in die Klammern, was wir mitbekommen und können dann direkt darauf zugreifen. Wir sagen hier nämlich Mensch, Vorname, Name und Alter. So, das heißt jetzt, wir bekommen hier eine Person. Na gut, eine Person ist immer Mensch, Vorname, Name und Alter. Und wenn wir das so aufschreiben, wir könnten hier natürlich auch einfach ähm, P schreiben, volljährig P. Das wäre dann aber ein Problem, weil dann könnten wir nicht auf die einzelnen Werte zugreifen. Upsala.
So können wir auf die kompletten Werte einfach so drauf zugreifen. So sagen wir Alter größer gleich 18 und sind fertig. Anderweitig hätten wir ein Problem, hier auf dieses Alter überhaupt zuzugreifen, weil wir dem hier keinen Namen gegeben haben. Der Name kommt erst hier in der Funktionsdefinition. Das ist halt der Unterschied. Ja, dann kann ich natürlich auch noch andere Sachen damit machen, aber das ist an für sich alles, was ihr zu diesen beiden Datentypen beziehungsweise diesen beiden Arten Datentypen zu konstruieren wissen solltet. Jetzt gibt es aber noch andere Sachen, nämlich Aufzählungen, also sowas wie Enumerations in Java zum Beispiel. Da schreibt man dann auch Data und dann kann man zum Beispiel eine Schwierigkeit, keine Ahnung, mir fällt gerade nichts ein, Schwierigkeit ist gleich und dann sagt man hier einfach schwer, mehr oder weniger ein oder an für sich und dann kann man hier noch ein leicht angeben zum Beispiel. Und dann hat man jetzt hier diesen Enumerationsdatentyp und wenn ich jetzt hier eine Funktion definiere, ähm, äh, Vorlesung und dann sage ich hier, ich kriege als Parameter eine Schwierigkeit und ich liefere ähm, ich kriege als Parameter einfach einen String und ich liefere eine Schwierigkeit und dann kann ich hier sagen, okay, Vorlesung also über Pattern Matching zum Beispiel kann ich das machen. Ähm, Wie wäre es, wenn wir hier uns einfach noch einen Datentyp definieren, der nennt sich dann halt äh, Vorlesungsname und dann sagen wir hier zum Beispiel Mathe oder Programmieren. Da können natürlich beliebig viele sein, also ich kann hier noch sonst irgendwas reinpacken. Das ist natürlich ja, relativ wurscht. So, und jetzt sage ich hier einfach Vorlesung über Mathe ist gleich schwer. Vorlesung über Programmieren ist gleich leicht. So, und schon bin ich fertig. Also so gebe ich quasi hier die Schwierigkeit von meinen Vorlesungen an. Und das sind quasi die Enums, so arbeitet man auch mit denen. Ja, und wenn ich die Sachen jetzt hier kombiniere, diese Typen, dann kann ich mir hier zum Beispiel einen Datentyp Geometrie machen. So, Datentyp, also Data Geometrie ist gleich, okay, was wollen wir? Erstmal einen Kreis haben. Nun gut, was hat ein Kreis für Maße? Also ein Kreis wird höchstwahrscheinlich meistens ein Double haben, nämlich als Radius. Gut, dann sagen wir hier noch, oder Rechteck. Naja, ein Rechteck braucht zwei Doubles, normalerweise zumindest. Weil wir haben ja zwei Seitenlängen. Oder wir nehmen uns noch ein Quadrat, so, und das hat dann halt nur einen Double, weil Quadrate halt eben überall dieselbe Seitenlänge haben. Gut, jetzt haben wir die Möglichkeiten, Geometrie darzustellen als Kreis, Rechteck oder Quadrat, jeweils mit den passenden Werten dazu. Und jetzt können wir uns zum Beispiel eine Funktion definieren, die uns einen Einheitskreis zurückgibt. Das ist natürlich vom Typ Shape dann, Geometrie, logischerweise. Ähm, und jetzt sage ich hier Einheitskreis ist gleich Kreis über 1,0. Und jetzt liefert mir das hier quasi ein Geometrieobjekt zurück, aber wenn ich genauer nachgucke, ist es halt ein Kreis mit dem Radius 1,0. So, und jetzt kann ich mir hier aber auch, also das ist ja jetzt bloß doof gelaufen so. Naja, so kann man hier halt die einzelnen Typen benutzen. Aber wenn ich jetzt wirklich was Sinnvolles damit machen möchte, dass ich mir hier auch wirklich so ein Enum definiert habe, mehr oder weniger, dann möchte ich ja was berechnen können. Und das geht dann zum, ja, nennen wir sie Area. Halleluja, was ist denn los? Ähm, Geometrie. Also ich kriege quasi ein Geometrieobjekt und ich liefere ein Double, nämlich die Fläche zurück. Und die Fläche, naja, wir wissen, okay, also wir machen das jetzt wieder hier über Pattern Matching, weil wir ja nicht wissen, was wir hier haben. Ein Geometrieobjekt kann ein Kreis sein, ein Rechteck oder auch ein Quadrat sein. Und über diese Funktion hier müssen wir ja alles behandeln.
Also sagen wir hier, okay, erstmal haben wir einen Kreis mit dem Radius r. Gut, dann sagen wir, okay, wir haben hier Pi mal r mal r. Ist unsere Geometrie bzw. unsere Fläche für einen Kreis. Okay, was passiert, wenn das Pattern nicht passt? Naja, dann brauchen wir noch ein Pattern für das Rechteck. Und das Rechteck hat Seitenlängen a und b und berechnet sich relativ easy über a mal b. Gut, und dann haben wir noch einen letzten Fall, nämlich das Quadrat. Und das hat einfach nur Seitenlänge a. Und das wird dann logischerweise berechnet über a mal a. Und das ist das Schöne dran. Wir können hier einfach sagen, jetzt können wir einfach sagen, wir nehmen uns Area und schmeißen da irgendeinen Geometrietyp rein und es kommt jedes Mal die richtige Fläche raus. Und das tut Haskell quasi für euch automatisch hier bestimmen, ob es ein Kreis, ein Rechteck oder ein Quadrat nehmen muss und was es hier eben ist, weil ihr hier diese einzelnen Typen definiert habt. Ja, und das kann man natürlich, wie ihr sicher verstehen werdet, möglichst kompliziert machen. Also da können wir uns aussuchen, was wir machen wollen. Ähm, Das war jetzt eins der einfachsten Beispiele und ich denke, da fällt euch sicher noch einiges mehr ein, was man damit machen kann. Falls ihr noch Fragen oder sonst irgendwelche Anmerkungen, Wünsche oder sowas habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten Likes und Daumen hoch und Abos natürlich auch, sind immer gern gesehen. Wir sehen uns nächstes Mal oder hören uns besser gesagt. Bis dann, ciao.